Bei mir ist Dr. Michael Kraus von der BASF. Herr Dr. Kraus, wir haben jetzt relativ viel gehört über Namur Open Architecture. Wie offen sollen denn die Automatisierungssysteme der Zukunft sein? Also die Antwort ist erstmal relativ einfach, so offen wie möglich. Aber klar ist dabei, dass wir keine Kompromisse machen können bei unterschiedlichen Themen. Zunächst mal bei der Sicherheit, sowohl IT-Sicherheit als auch bei der Anlagensicherheit, auch bei der Verfügbarkeit der Anlagen können wir hier keine Kompromisse eingehen und auch beim Wertbeitrag der Systeme oder bei der Wirtschaftlichkeit. Bei den zwei letzten Themen mache ich mir weniger Gedanken, weil genau deswegen wollen wir eigentlich die Offenheit der Systeme. Aber wir werden sicherlich ein Auge drauf legen müssen, dass wir keine Einbußen bei Verfügbarkeit oder Sicherheit bekommen dadurch. Haben Sie hier Lösungen und Technologien des Hauptsponsors Yokogawa gesehen, die dies fördern, diese offenen Strukturen? Es gab sicherlich interessante Ansätze bei Yokogawa, die IoT-Technologien für das Energiemanagement zum Beispiel, das Cybersecurity-System in Kooperation mit Cisco. Bei den Ansätzen ging es oft eher darum, die Offenheit anderer Systeme zu nutzen. Wichtiger und auch die größere Herausforderung ist sicherlich, das eigene System zu öffnen. Und hier hat mir der Ansatz mit dem gemeinsamen Bus sehr gut gefallen, wo dann verschiedene Verkehre priorisiert werden nach Aufgaben und auch entsprechende Wichtigkeit zugewendet wird. Wie wichtig sind Ihnen denn Abwärtskompatibilität und Verfügbarkeit beim Thema offene Strukturen in der Automatisierungstechnologie? Ja, beim Thema Kompatibilität würde ich es einfach aus dem Aufwand heraus betrachten. Also wir sehen das Thema, es darf wenig Aufwand machen, es darf wenig Einfluss auf den Betrieb haben, natürlich soll es auch möglichst kostenoptimal sein. Wenn das gewährleistet ist, ist es erstmal egal, ob jetzt die Systeme öfter oder seltener abgedatet werden müssen. Und beim Thema Verfügbarkeit, bei der Verfügbarkeit der Anlage darf man keine Kompromisse machen, also bei allen Mission-Critical-Systemen. Wenn es um Optimierungssysteme geht, muss man eben den optimalen Kosten-Nutzen-Punkt finden, um da auch mit effizienten Kosten möglichst viele Applikationen ermöglichen zu können. Ihr persönliches Highlight der Namur-Hauptsitzung? Also für mich war sicherlich ein Highlight, wie viele zukunftsgerichtete Themen hier betrachtet werden, also dass man immer weiter in die Zukunft schaut. Und an vielen Stellen bin ich doch immer wieder überrascht, wie weit wir auch tatsächlich gekommen sind, auch wenn wir noch einige Schritte hin zur Industrie 4.0 gehen müssen. Ich habe das Gefühl, die Namur verjüngt sich so über die letzten Jahre und dieses Jahr fällt es mir jetzt ein bisschen extremer auf. Wo denken Sie, geht da der Trend hin, die jungen Leute hier einzubinden? Es ist sicherlich eine wichtige Aufgabe und die Namur ist im Vergleich zu internationalen Verbänden, sehe ich es genauso, dass in vergleichbaren Veranstaltungen der Altersdurchschnitt höher ist als bei der Namur, was auch sicherlich wichtig ist und in die Richtung ging ja auch ein bisschen die Auszeichnung, dass jemand ausgezeichnet dafür wurde eigentlich, dass er junge Mitarbeiter dafür begeistert und ihnen die Freiräume schafft, in der Namur mitwirken zu können. Dann, Herr Dr. Kraus, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.